erwähnt, haben wir jetzt hier 40 Berliner einmal aufgestapelt. Karneval Berliner Krapfen Challenge. Viel Spaß, let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und einer neuen Challenge. Und natürlich, ihr seht, ich bin verkleidet. Wir haben Karneval oder vielleicht auch für die eine oder andere Faschingzeit. In Düsseldorf wird das Ganze ja riesig gefeiert. Und das haben wir zum Anlass genommen, eine große Berliner Krapfen-Challenge anzugehen. Wir haben 10 Bäckereien besucht, das werdet ihr gleich sehen, nicht nur besucht, sondern die Sachen sozusagen geklaut. Spaß natürlich an dieser Stelle, aber schaut es euch gleich an. Wir werden, wie gesagt, jetzt hier insgesamt 40 Berliner auftischen, von jeder Bäckerei 4 Stück. Und dann schauen wir mal, ob wir die Challenge überhaupt schaffen, ob 40 Berliner machbar sind, denn das ist eine Menge. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Video und einer epischen Berliner Krapfen Karnevals-Challenge. Damit ist es soweit, Leute. Ihr habt die Eindrücke gesehen und was wir alles geklaut haben, wie bereits eben erwähnt, haben wir jetzt hier 40 Berliner einmal aufgestapelt und glaubt es mir, das war schwieriger, als es vielleicht aussieht, das Ganze hier zu stapeln. Ich glaube, wir haben 3-4 Mal von 9 angefangen. Ich habe tatsächlich immer mal so kleine Zettelchen von welcher Bäckerei, zum Beispiel welcher Berliner Krapfen in Anführungsstrichen ist, aber dadurch, dass die Nachhinein immer mal kurz umgefallen sind, ist das Ganze vielleicht wieder vermischt worden. Das heißt, wenn ich es vielleicht anders erwähne, kurz vertausche, vielleicht nicht erwähne, dann nimmt es mir nicht übel. Wir haben, ich sag mal, auf der anderen Seite noch die Pakete und dann schauen wir, dass wenn mir einer besonders gut schmeckt, heraussticht, ich euch auch den richtigen nenne. Ansonsten schaut in die Videobeschreibung. Alle 10 Bäckereien, die mitgemacht haben, findet ihr dort und dort auch das ganze Sortiment, sollte euch einer besonders ansprechen. Checkt das Ganze gerne ab. Liebe gehen an alle Bäckereien raus, ne, die hier heute mitmachen, die das Ganze möglich machen und uns den Spaß zu Fasching, zu Karneval uns geben. Und ich würde sagen, heute kommt es auch wirklich nur auf Spaß an. Ich nehme mir die 40 vor, ob wir das Ganze schaffen, keine Ahnung. Ich habe noch nie so viele Berliner gegessen und was uns auch aufgefallen ist, die Berliner Varianten sind schwieriger und schwerer als andere. Teilweise 200 Gramm wiegt einer und das auf, ich sag mal, 40 Berliner hochgerechnet. Könnt ihr euch ja mal ausrechnen, was das Ganze jetzt hier ist. Ich würde sagen, wir holen unsere Stoppuhr und dann geht's los. Unsere Stoppuhr ist bereit. Ich würde sagen, auf geht's in die legendäre Karneval Berliner Krapfen Challenge. Viel Spaß, let's go. So, wir stellen die Stoppuhr hier mal hin. Wie gesagt, es geht heute hier wirklich rein um den Spaßfaktor aus gegebenen Anlass und wir nehmen uns jetzt keine Zeit. Wie gesagt, wir schauen einfach, wie viele wir schaffen, wie viele wir vorstellen. 40 nehme ich mir aber vor. Mal schauen, wo das Ganze endet. Handschuhe dürfen nicht fehlen. Ich habe mich vorhin schon gut eingesaut. Die hätte ich wahrscheinlich schon vorher anziehen sollen. Und wisst ihr was? Ich habe ordentlich Hunger bekommen. Und das lassen wir uns jetzt so richtig, richtig gut gehen. So, wir greifen uns den ersten. Der ist tatsächlich von, wenn ich mich nicht irre, Heinemann. Oh, er sieht schon sehr fein aus, ne? Heinemann, einer der bekanntesten Konditoreien, Bäckereien in ganz Düsseldorf. Oh, herrlich. Beißen zusammen rein. Karneval Special at its best. Schön mit Füllung drin, Vanille, geil. Also erste Berliner, Daumen hoch, war schon richtig gut, hat mir persönlich sehr gut geschmeckt. Schön mit Vanillecreme gewesen und ich sag mal, was Kleines und Feines zum Anfang. Oben ein paar Nüsse, top. Wir nehmen uns den nächsten, das sieht so nach einem klassischen, ebenfalls von Heinemann aus, die ja so einen klassischen Marmeladen-Berliner haben, in den zweiten. Damit haben wir die ersten beiden Berliner durch. Ich würde sagen, ich greife mir jetzt hier mal einen von oben. Nehmen uns mal den dritten Berliner und mit dem machen wir weiter. Damit haben wir Berliner Nummer 3 durch. Ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Hier oben, gehen zum nächsten. Scheint wieder ein Marmeladen-Berliner zu sein. Mit Zucker.
Da haben wir den 4. Berliner soweit durch. Und wenn der von Bäckerei Bolton war, kann auch sein, dass er von wer anders war, dann werde ich es nicht verraten, weil da war etwas weniger Marmelade als von Heinemann. Also Heinemann war schon super Marmelade drin, auch wenn der Berliner was kleiner war. Aber schaut mal, wie witzig der aussieht. Schön mit ein bisschen Konfetti. Auf in Berliner Nummer 5 müsste es sein. Berliner Nummer 6 durch. Greifen wir zu Berliner Nummer 7 und wir machen den jetzt mal zusammen auf, denn der ist pink. Aber was da drin ist, das weiß ich selber nicht. Reißen zusammen auf. Und auch hier Vanillepudding, scheinbar. Vanillepudding, I love it. Damit haben wir Berliner Nummer 7 durch und machen einfach von oben weiter, denn da gefällt es mir gerade. Oh, seht mal hier. Natürlich darf nicht fehlen. Ich glaube auch von der Bäckerei Bolton, wenn ich mich nicht irre, ist der Pistazie. Bin ich mir aber gerade unsicher. Deswegen schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr jede Bäckerei, die mitgemacht hat und dementsprechend auch das Angebot von denen. Das gibt es nur zu den Karneval- und Faschingszeiten. Pistazie, auch da reißen wir mal zusammen auf. Oh, schaut mal hier, meine Lieben. Eieiei, schöne Pistaziencreme innen drin. Das ist was Feines. Berliner Nummer 9 haben wir durch. Ich würde sagen Konfetti oder hier was Gelbes. Ich würde sagen was Gelbes. Schau mal, was das ist. Oben mit so schwarzen Streifen. Reißen den mal auf. Oh, der scheint auch mit Vanillepudding zu sein. Büsch. Büsch. Der ist von der Bäckerei Büsch. Ich glaube tatsächlich, dass ich was Alkohol rausschmecke. Der war auch definitiv mit Alkohol, meine Lieben. Jetzt wird es mal Zeit wieder für ohne. Der müsste von Busch sein, wenn ich mich nicht irre. Die fand ich nämlich ganz cool. Dann kommen wir zu Berliner Nummer 11 oder 12. Wir zählen gleich noch mal ganz kurz nach. Ich verliere so ein bisschen die Übersicht. Aber wir zählen, wie gesagt, richtig nach. Kommen zum nächsten. Hier wieder mit ein bisschen schön, ne? Oben drüber. Ach ja, was soll ich euch sagen? Bei so vielen Berlinern, dann wird das Zählen umso schwieriger. Oder spricht da schon der kleine Alkohol aus uns, der uns ein bisschen beschwipst macht? Wer weiß, wie es am Ende wird. Ich muss sagen, man merkt so langsam echt so diese Teigmasse von den ganzen Berliner, ne? Die ist schon ordentlich mächtig. Und wie gesagt, diese Special Berliner, die sind nochmal doppelt, dreifach so schwer wie die normalen, ne? Wir machen weiter mit dem nächsten. Das war eine geile Vanillecreme. Danke, Ewertsberg. Und würde sagen, jetzt wird es wieder Zeit, auch wenn er mächtig ist, für ein bisschen Schoko. Haben wir soweit durch. Ich gucke jetzt so ein bisschen, wo ich weitermache, damit ich mich in Anführungsstrichen erstmal nicht vergreife, sondern die mache, die mir auch dann wirklich sehr gut noch bekommen, weil es immer schwieriger wird vom Kauen. Der Wahnsinn, der Teig, wie der, ich sag mal, sich halt im Mund halt immer weiter auch das Schwierige, das Kauen macht. Gehen wir weiter. Ich glaube, hier ist noch so ein Zuckerguss. Und danach machen wir vielleicht mit dem Schoko weiter. Oben ein bisschen, ich sag mal, Zuckerguss oben drüber, innen drin Marmelade. Können wir noch mal zusammen aufreißen, ob es auch stimmt. Oh, wir sehen schon rauslaufen. Immer ein gutes Zeichen. Let's go. ...26. Und damit würde ich sagen, packen wir uns hier wieder einen kleinen, aber feinen, mit ein bisschen Pink. Und ich glaube tatsächlich, dass der auch wieder von Heinemann ist. Also ich muss sagen, ne, die stechen hier, oh Halleluja. Also Heinemann, muss ich schon tatsächlich sagen, sticht hier schon wirklich sehr krass heraus. Die sind zwar kleiner als, ich sag mal, die normalen von den Bäckereien, aber die haben ordentlich Power und sind ordentlich gefüllt. Schöne Karnevalstage noch. Da ist schon viele weg, ne? Muss noch alles weg? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Aber sieht gut aus. Geile Challenge. Ich weiß, macht sehr Spaß. Echt? Ja, macht wirklich Spaß. Also noch schmeckt's. Toll, toll. Dankeschön. Ach ja, immer wieder schön mit den Zuschauern und auch Gästen immer wieder dabei zu quatschen, weil das Ganze ja dann doch was dauert. Beim nächsten Mal könnt ihr natürlich in Köln wieder dabei sein, 9.3. bei Sam's Cheesesteak. Näheres folgt auf Social Media. Das ist definitiv ein Highlight. Mit den Augen oben drüber ist eine Pistaziencreme und schaut mal, wie fett die Füllung ist. Also das sind keine normalen Berliner. Die Dinger wiegen wirklich 250 Gramm teilweise. Also das ist der Wahnsinn.
Schmeckt unfassbar gut, knallt ordentlich rein. Für Stadtbäckerei, bester Horstmann, liebe Grüße gehen raus. Nachdem wir wirklich einen richtig geilen mit der Frosch-Variante hatten, kommen wir zu Berliner Nummer 32, der wirklich der heftigste war, was den Alkoholgeschmack angeht. Halleluja, ich hatte gefühlt eine Schnapspulle in meinem Mund. So stark war dieser Berliner, das Ganze macht natürlich die Faschingskrapfen soweit aus, aber den musste ich tatsächlich liegen lassen, weil ansonsten wäre es, glaube ich, mit dem Magen futsch gewesen. Ich würde sagen, wir machen bei Berliner dann Nummer 32 wieder. Zur Not, ich sag mal, wenn es wirklich jetzt dann der 40. am Ende ist, tauschen wir das Ganze vielleicht gleich nochmal aus. Aber dann nehme ich mir mal einen anderen in der Hoffnung, dass er auch ohne Alkohol ist. Ich greife einfach mal hier vor, weil ich es groß gar nicht mehr sehe. Boah, ist der schwer. Boah, ist der schwer. Halleluja. Machen den Reis. Schaut mal hier. Das ist nicht mehr normal. Das Ding fühlt sich an, als ob das ein halbes Kilo wiegt. So, Leute. 32 haben wir weg, kommen wir zu Nummer 33. Ich muss sagen, der Schoko war gerade unnormal heftig. Ich würde sagen, wir gehen mal hier zu, das sieht nach Hinkel aus, wenn ich es richtig lese. Ja. Mit ein bisschen Marmelade, wieder ein Klassiker, der könnte jetzt ganz gut tun. Oh, auch viel Marmelade drin. Auf zu Nummer 33. Nummer 34 durch, es müssten jetzt noch 6 vor uns liegen, ich sehe es nicht ganz, aber es müssten nur 6 sein. Greifen zum nächsten. Und auch hier sieht er wieder schön pink, er fühlt sich schön schwer an. Auf in Nummer 35. Es nähert sich langsam dem Ende, aber es wird auch immer schwieriger. Geht's in die letzten Berliner. Was meint ihr? Schaffen wir das Ganze noch? Eine Stunde fast haben wir jetzt um. Mal schauen, wie es am Ende noch aussieht. 37 durch. Wir greifen zum 38. Und damit nehmen wir uns wieder noch einen Schoko vor. Und wieder Halleluja, richtig gefüllt. So Leute, damit haben wir Berliner Nummer 38 soweit durch. Kommen jetzt zu 39. Und da greifen wir nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, zum glasierten. Ich weiß nicht, oh, der ist auf jeden Fall nochmal ohne Alkohol, glaube ich, mit Marmelade auf in 39, den vorletzten. So Leute, wir tauschen jetzt gerade mal den Berliner aus. Ich glaube, der war von Oehme. Liebe Grüße gehen raus an die Bäckerei Oehme. Aber den mit Alkohol, sorry, den kriege ich einfach jetzt nicht mehr runter als 40. Aber wir haben uns den gleichen nochmal in eine anderen genommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wem der ist. Ich muss sagen, konzentrieren ist gerade schwierig. Aber wir gehen rein in Berliner Nummer 40. Damit haben wir in einer Stunde, 8 Minuten und 55 Sekunden, wenn ich mich nicht verschaut habe, 40 Berliner gegessen. Und ich muss sagen, Halleluja, bin ich voll. Also die Handschuhe sind nicht nur eingesaut, mein Mund ist nicht nur eingesaut, sondern ich fühle mich wirklich wie das Krümelmonster. Also ich glaube, das Kostüm hat perfekt dazu gepasst heute. Auch die neue Cap. Würde mich freuen, wenn ihr Liebe auf diesem Kanal da lasst, gerne Instagram, TikTok abcheckt, da folgt ja dann auch immer das Reel dazu noch im Anschluss in 90 Sekunden. Aber vor allem Fettliebe bei den 10 Bäckereien, wie ich es bereits eben erwähnt aus Düsseldorf, da lasst, die das Ganze hier heute mit uns so gefeiert haben, zu Karneval, zu Fasching. Halleluja! Ich habe ordentlich gefeiert heute, eine ordentliche Party gehabt, wie es dem Krümelmonster gerecht wurde. 40 Berliner in etwas über eine Stunde. Das hat größtenteils Spaß gemacht. Wie gesagt, die mit Alkohol, die haben mich ja dann am Ende doch mal so ein bisschen Knockout genockt. Und auch, ich sag mal, wirklich die mit Schoko und allem drum und dran, die schwerer sind als die normalen. Also das war wirklich eine Challenge, die den Namen gerecht worden ist. Ich hoffe, euch, wie gesagt, hat das Ganze gefallen. Zum Anlass Karneval, Fasching, die große Berliner Krapfen-Challenge. Vielleicht wiederholen wir das jedes Jahr. Jetzt gerade sage ich nein, aber nächstes Jahr sehen wir uns dann spätestens mit dieser Challenge wahrscheinlich wieder. Aber gerne, denn die nächsten Challenges folgen oder auch unseren Zweitkanal abchecken, wo wir ja weitere Tastings machen. Den blende ich euch hier einmal ein. Und wenn ihr ein Like, ein Abo und viel Liebe da gelassen habt, lasst euch Karneval, Fasching gut gehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier oder auf unserem Zweitkanal wieder. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße als Krümelmonster. Ciao, ciao.